Einige von euch haben Fragen gestellt, wie ich die landläufige Kritik an Burkhardt-Heims Theorie bewerte. Ich möchte daher heute auf die am häufigsten vorgebrachten Punkte eingehen. Ich hoffe, nach diesem Video muss niemand mehr im Ungewissen leben, ob er nicht doch den Skeptikern Glauben schenken muss. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhardt-Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Burkhardt-Heims Theorie ist, wie der Name sagt, eine wissenschaftliche Theorie. Und jede wissenschaftliche Theorie ist auch kritisierbar. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, sie überhaupt wissenschaftlich nennen zu können. Ich gehe daher heute sehr gerne auf Kritik ein, die ich in Internetforen, Diskussionen oder hier auf YouTube auch schon gesehen, gelesen, gehört habe. Nummer 1. Burkhardt-Heim war ein Eigenbrötler. Nun, das ist zwar keine Kritik an einer wissenschaftlichen Theorie, aber es ist ein Vorwurf, der damit in Verbindung gebracht wird, er habe ja keinen Kontakt zu anderen Wissenschaftlern gehabt, nur für sich selbst gearbeitet und sei auch überhaupt nicht up-to-date gewesen über die Entwicklungen, die in der Welt stattgefunden haben. Nun, das ist natürlich falsch. Burkhardt-Heim stand viele Jahre in Kontakt mit bedeutenden Professoren der deutschen Physikerlandschaft, die ihn geachtet und gefördert haben. Darunter unter anderem Carl Friedrich von Weizsäcker, sein früherer Lehrer vom Max-Planck-Institut für Physik in Göttingen, Pascal Jordan, der mehrfach für den Nobelpreis nominiert wurde, oder Hans-Peter Dörr, Nachfolger von Werner Heisenberg als Leiter des MPI für Physik in München. Korrekt ist der Vorwurf, dass er lange nichts publiziert hat, dann auch nur auf Deutsch und nicht in Fachjournalen. Sein Aufmerksamkeitsdilemma hat er definitiv mit verursacht. Darüber kann man spotten oder den Kopf schütteln, aber es ändert nichts am Inhalt seiner Arbeit. Nummer 2. Heim hat nur Zahlenparameter angepasst. Nun, das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was Heim gemacht hat, ist aber genau das, was die Mainstream-Physik mit ihrem Standardmodell bis heute tut. In Heims zweite Version seiner Massenformel, die von 1989, gehen nur 3 Parameter ein und das sind auch noch Naturkonstanten. Die Gravitationskonstante, die Lichtgeschwindigkeit und das Planck'sche Wirkungsquantum. Wer hier behauptet, das seien einfach nur Zahlenparameter, der versucht entweder fachfremdes Publikum an der Nase herumzuführen oder er versucht sich etwas selbst vorzumachen. Das genannte Standardmodell der Teilchenphysik hatte immerhin 26 Parameter. Um das Argument zu retten, wird da manchmal noch behauptet, Heim hat ja 12 Quantenzahlen ganz beliebig eingeführt. Das ist erstens sachlich falsch, es sind nämlich nur 4 Quantenzahlen, aus denen sich dann 12 Grundzustände ableiten lassen. Und diese 4 Quantenzahlen sind auch noch ganz klar interpretierbare geometrische Größen, die darüber hinaus nur ganz wenige zulässige Werte haben. Wer darin noch Parameteranpassungen wittert, der sucht entweder verzweifelt eine Ausrede, um sich nicht weiter mit einer schwierigen Theorie beschäftigen zu müssen, oder der ist einfach nur unseriös. Nummer 3. Burkhardt-Heim hat sich verrechnet. Und das stimmt sogar. Bei der Herleitung seines Gravitationsgesetzes, da hat er im Laplace-Operator für Kugelkoordinaten einfach einen Term dazugefügt, der da nicht sein sollte. Nun, solche trivialen Schreibfehler machen die besten Physiker, hat auch Albert Einstein ab und zu gemacht. Aber was ist denn die Konsequenz daraus? Die Konsequenz ist, er erhält zunächst einmal eine falsche Ausbreitungsgeschwindigkeit für Gravitationsfeldstörungen, nämlich von 4/3 der Lichtgeschwindigkeit. Rechnet man ohne diesen falschen Term weiter mit seinem Ansatz, erhält man die einfache Lichtgeschwindigkeit. Daraus erhält er dann einen falschen Wert für das Metron, also die kleinste Elementarfläche. Die gute Nachricht ist, das Metron fließt nicht als Zahlenwert in die Elementarteilchentheorie ein. Er braucht nur den Existenznachweis des Metrons, um seine Mathematik dafür herzuleiten. Einfluss hat es nachher noch auf verschiedene kosmologische Größen und den Verlauf des Gravitationsfeldes. Alle, die bis zu diesem Punkt gelangen, teilen sich dann in 2 Gruppen. Die einen nehmen das als Anlass, die Sache ad acta zu legen und die Theorie für falsch zu halten. Die anderen denken seinen kühnen Ansatz einfach zu Ende mit der richtigen Mathematik und gewinnen dann auch
den Zugang zum Rest der Theorie und können sich von ihrer Richtigkeit selbst überzeugen. Kritikpunkt Nummer 4. Aber das Higgs-Boson wurde doch nachgewiesen. Damit ist das Standardmodell der Teilchenphysik doch bestätigt, oder etwa nicht? Ach ja, wurde das Higgs-Boson nachgewiesen. Das ist zumindest das, was diejenigen sagen, die seit vielen Jahren viele Milliarden Steuergeldern in ihren Teilchenbeschleunigern verballern und das gerne auch noch in Zukunft tun möchten. Das, was da nachgewiesen wurde, war tatsächlich eigentlich fast schon außerhalb des Bereiches, in dem die Theorie es vorhergesagt hatte. Oh, was kann man da machen? Parameter anpassen, dann stimmt alles wieder. Über die Unwissenschaftlichkeit dieser Vorgehensweise gibt es mittlerweile offenen Streit in der Gemeinde der Mainstream-Physiker. Die Physikerin Sabine Hossenfelder hat darüber ein sehr gutes Buch geschrieben, das ich euch unten verlinke. Aber was ist das Higgs-Boson denn nun bei Heim? Hat er es etwa vorausgesagt sogar? Es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im sogenannten Pseudospektrum der kurzlebigen Resonanzen zu finden. Das hat Heim zwar hergeleitet, aber keine Methode zu seinen Lebzeiten gefunden, wie er die sehr dicht liegenden Terme separieren kann in sinnvolle Ergebnisse. Dagegen hat er die Grundzustände der Elementarteilchen richtig berechnet. Und das haben ihm auch die Physiker des Deutschen Elektronensynchrotrons in Hamburg bestätigt, die 1982 seine Massenformel in ihre damals noch ziemlich großen Computer programmiert haben. Sie waren alle sehr erstaunt und wurden sich gleichzeitig bewusst, wie die Sprecherin des DESI bestätigte, dass selbst ein sehr guter Theoretiker sich mindestens ein Jahr nur mit dieser Theorie beschäftigen muss, um sie bewerten zu können. Damit ist gemeint, ein hervorragender theoretischer Physiker wird ein Jahr lang von seinem Institut oder seiner Universität bezahlt, um sich in so eine unbekannte Theorie einzuarbeiten. An der Universität von Beijing, das kann ich euch heute verraten, ist das möglicherweise in greifbarer Nähe. In Deutschland schläft man wie üblich tief und fest in seinem bequemen Dornröschenschlaf. Niemand hat je behauptet, dass die Heim-Theorie schon vollständig ist. Deshalb kann ich euch nur ermutigen, Leute, macht euch an die Arbeit, vielleicht ist der ein oder andere Nobelpreis noch für euch drin. Insgesamt scheint mir die meiste Kritik, die man über Burkhard Heim hört, vor allem die polemisch vorgetragene, vor allem einen Zweck zu haben. Man steckt da seine persönliche Zeit rein. Man schätzt sich auch für intelligent und klug genug ein, das alles zu verstehen. Man stellt sich freiwillig in die Schusslinie von Kritik und Spott. Und dann muss man feststellen nach einer Weile, das ist so viel Material und so komplex und so undurchdringlich. Wie soll ich das jemals alles schaffen? Ja, was ist denn die Alternative? Das Universum ist doch nicht da, um der Beschränktheit unseres Intellekts zu schmeicheln. Den meisten, die beginnen sich mit Heim zu beschäftigen, ist doch klar, die Mainstream-Physik steckt seit Jahrzehnten in der Sackgasse. Und da liefert Heim natürlich die ersehnten Antworten. Aber es ist so schwierig, da reinzukommen. Wenn man dann sich selbst und anderen sagen kann, der hat sich ja geirrt, wir können weiter an unserem zwar unergiebigen, aber wenigstens einigermaßen einfachen Modell herumdümpeln, der wahrt vielleicht ein bisschen sein Gesicht, aber mit Sicherheit nicht seinen wissenschaftlichen Anspruch. Ich denke, es ist notwendig, mit einem gewissen Grundvertrauen an die Heim-Theorie ranzugehen. Dann ist es leichter, das durchzuziehen. Man darf sich auch nicht unter Druck setzen. Denkt daran, Burkhard Heim hat immerhin 50 Jahre damit zugebracht, seine Theorien und Gedankengänge zu entwickeln. Und er war ein ganz hervorragender Physiker und Mathematiker. Deswegen, Leute, geht daran und bleibt am Ball. Beschäftigt euch mit Heim, diskutiert über Heim. Bringt ihn zur Sprache bei euren Lehrern, euren Professoren, eurem Chef, euren Kollegen. Und vor allem lasst euch nicht von Gelegenheitskritikern und Berufsskeptikern ins Boxhorn jagen. Ich versuche es mit jedem Video euch ein bisschen einfacher zu machen, hier bei 6 Dimensionen in Farbe.